Moin, willkommen bei Fair gefragt. Heute mit der wundervollen Svetlana Sohn zu Gast. Magst du dich unserem Publikum einmal kurz vorstellen? Ja, herzlichen Dank, Jack. Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Dann stelle ich mich auch ganz kurz vor. Ich bin Svetlana Sohn. Ich bin angestellt bei der Arcor Personaldienstleistungen GmbH in Marburg. Zusätzlich befinde ich mich gerade in einer Gründung und ich bin die Mama von 3 wundervollen Kindern. 2 davon sind noch sehr klein, 3 und 2 Jahre alt. Und als Unternehmerin, Angestellte und Mutter, welche Themen beschäftigen dich zurzeit intensiv? Wir alle Mütter, Unternehmerinnen und Angestellten beschäftigen sich gerade mit der Frage Work-Life-Balance. Wie teile ich meine Energie auf diese Bereiche? Wie bleibe ich produktiv? Wie bleibe ich für meine Kinder und für meine Familie da? Und glaubst du, dass das nicht nur die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, sondern auch deine Branche als Ganzes beschäftigt? Genau, das beschäftigt nicht nur mich und nicht nur bestimmte Berufsgruppen und nicht nur bestimmte Branche, sondern den gesamten Arbeitsmarkt. Wenn du 3 Dinge verändern könntest, jetzt spontan, welche 3 wären das? Ich würde als erstens den Bewerbermarkt verändern, Weiterbildungsmarkt verändern und auch die Vereinbarkeit zwischen Familie und Beruf endlich mal umsetzen. Zum Beispiel in neue Arbeitsplatzmodelle. Den Bewerbermarkt, was würdest du da konkret, den Bewerbungsmarkt? Erstmal würde ich die Prozesse reduzieren, vereinfachen und jeden ermöglichen, auch online sich zu präsentieren und dementsprechend auch die Ausstattung zu haben. Also praktisch mit allen gegebenen Mitteln, was wir jetzt haben, ganz einfach umzusetzen. So dass du als Bewerber persönlich Unternehmen ansprichst und nicht nur deine Fachkenntnisse auflistest, sondern dich auch ein bisschen als Persönlichkeit zeigst. Wie sieht denn für dich ein optimaler Arbeitstag aus? Ich möchte gerne 20 Stunden arbeiten. Dafür brauche ich nicht nur einen guten Schlaf, sondern auch bestimmte Rituale, die ich einhalten kann. Das heißt, 1 Stunde bevor meine Familie aufsteht, dass ich diese Zeit für mich habe. Dann habe ich gearbeitet, dann hole ich meine Kinder ab und dann kann ich wieder die Mama und ganz für meine Familie da sein. Und dazu muss ich natürlich sagen, 20 Stunden, es ist idealerweise, aber wir wissen als Unternehmer, dass wir auch 24 Stunden manchmal am Tag für verschiedene Themen empfänglich sind, muss man aber da auch an sich arbeiten und gute Organisation individuell gestalten. Und wenn deine Akkus leer sind, wie tankst du wieder Energie auf? Nachdem die Fitnessstudios und Spa-Einrichtungen zugemacht haben, was auch wichtig ist, um Pandemie einzudämmen, muss der Mensch in sich hineingehen und überlegen, was gibt mir am Tag Kraft? Ist das nur einmal pro Woche, muss ich mal was machen? Also ich habe festgestellt, dass mir es hilft, täglich 1 Stunde für mich zu haben. Und wenn ich keine ganze Stunde habe, dass ich wenigstens 20 Minuten Meditation für mich habe oder lange spazieren gehe oder was unternehme, was mir persönlich Freude bereitet. Manchmal ist es auch gut, wenn man abends einfach mal zusammen einen Comedy-Film anschaut. Und wir als Faire Force setzen uns ja für faire Arbeitsbedingungen ein, jetzt mit dem Schwerpunkt Vereinbarkeit Familie und Beruf, das hast du ja vorhin angesprochen. Aber was bedeuten denn für dich faire Arbeitsbedingungen persönlich? Faire Arbeitsbedingungen sind für mich vor allem auch flexible Arbeitszeiteinteilung, entsprechende auch Entlohnung, Wertschätzung und Anerkennung. Sehr schön. Dann danke ich dir für diese Einblicke und ich wünsche dir einen schönen Tag. Vielen Dank. Dankeschön. Für dich auch. Sobald dem man ihn tut, kiekst ein, wo wie so lang obwachten. Mein Hart ist open für die Welt, dat alle, dat bleibt achten. Sobald dem man ihn tut, kiekst ein, wo wie so lang obwachten. Mein Hart ist open für die Welt, dat alle, dat bleibt achten.